Mit dem Pro-Kopf-Klimakonto die Welt retten oder ein festes CO2-Budget für jeden Bürger. Ob es uns nach vorne bringt und wie weit es uns einschränkt, das werden wir jetzt in diesem Video näher beleuchten. Dazu werden wir uns gleich einen Artikel von der Standard anschauen. Schön, dass du da bist. Ich bin David von Ich sehe das so. Wir legen los. Mit dem Pro-Kopf-Klimakonto die Welt retten. Der deutsche Klimaexperte Schellnhuber schlägt individuell begrenzte CO2-Budgets vor. Damit stößt er eine wichtige Debatte an. Denn warum sollte beim Klima nicht gleiches Recht für alle gelten? Ja genau, dazu muss ich irgendwie sehr an die Animal Farm denken, denn auf der Farm der Tiere von George Orwell hat es auch sehr gut funktioniert. Jeder war da gleich, nur einige waren etwas gleicher. Aber weiter. CO2-Zertifikate sind offenkundig wirkungslos. Eine Minderheit von Überverbrauchern verliert das Gemeinwohl aus dem Blick, sagt Gemeinwohlexperte Christian Felbert in seinem Gastkommentar. Wäre ein Umweltkonto für jeden Menschen eine Lösung? Ja, aber sicher doch. Und nebenbei bekommt die Politik das, was sie schon immer haben wollte, nämlich den gläsernen Bürger. Denn sein Konsum muss ja mit diesem Umweltkonto abgeglichen werden. Und somit wird alles, was du kaufst, irgendwo zentral registriert. Und nebenbei wird dann geschaut, hast du dein Limit schon erreicht? Wenn ja, dann darfst du nichts mehr kaufen. In die Klimadebatte kommt Dynamik. Recherchen der Zeit, der Wirtschaftswoche und des Magazins Flip haben gezeigt, dass viele der beliebtesten CO2-Zertifikate wirkungslos sind. Seien es die des Weltmarktführers Vera oder selbst jene der UNO. Gleichzeitig machte der Klimaexperte Hans-Joachim Schellnhuber im ARD-Monitor einen bahnbrechenden Vorschlag für individuell begrenzte Emissionsbudgets. Konkret, dass jeder Mensch 3 Tonnen CO2 pro Jahr kriegt. Ja, CO2-Zertifikate sollen Schrott sein. Okay, macht eine Internetsuche, ihr findet da sehr viel, sehr aufschlussreiches Material darüber. Man stellt sich das ja einmal so vor. Es gibt Unternehmen, Behörden oder Organisationen, die stellen für CO2 emittierende Menschen oder Unternehmen Zertifikate aus. Und auf der anderen Seite tun sie etwas, um dieses CO2 wieder auszugleichen. Das heißt, sie pflanzen Bäume, was auch immer. In diesem Bereich kann man wirklich Millionen, wenn nicht gar Milliarden verdienen. Und die Versuchung ist doch schon sehr groß, mehr Geld einzunehmen, als man am anderen Ende für den Umweltschutz, für die CO2-Bilanz ausgibt. Also, dem Betrug kann da schon Tür und Tor geöffnet sein. Wie gesagt, schaut mal nach, es ist spannend. Der zweite Part ist, jeder Mensch bekommt 3 Tonnen CO2-Emissionen zugestanden. Doch wie viel verbrauchen wir aktuell? Also, hier haben wir einen Bericht vom Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das ist schon mal ein Name, den muss man sich merken. Gut, kommen wir dazu, wie viel verbraucht der Bürger denn jetzt tatsächlich? Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf liegt in Deutschland bei 10,8 Tonnen. 31%, also 3,4 Tonnen, sind auf den sonstigen Konsum zurückzuführen. 2,2 Tonnen beziehen sich auf das Wohnen, 5% auf den Strom und 20% auf Mobilität. Zusätzlich ergeben sich 1,7 Tonnen pro Kopf aufgrund der Ernährung und 0,8 Tonnen durch die öffentliche Infrastruktur im Allgemeinen. Das Klimaziel legt einen Fußabdruck von unter einer Tonne CO2 pro Kopf in Deutschland. Also man kann hier schon erkennen, die 3 Tonnen CO2, die einem Bürger zugestanden werden sollen, sind nur ein Zwischenziel. Denn das Klimaziel legt vor, dass wir unter einer Tonne verbrauchen. Wenn ich mir dann ansehe, dass wir allein 3,4 Tonnen für sonstigen Konsum verbrauchen oder emittieren und 2,2 Tonnen gehen schon mal beim Wohnen drauf, also heizen etc., Wohnung bauen, sanieren, was auch immer. Wie sollen wir das runterkriegen auf 3 Tonnen oder später auf unter einer Tonne? Hast du eine Vorstellung, worauf du und ich, worauf wir verzichten müssen, um das Ziel von 3 und später von unter einer Tonne zu erreichen? Wir werden auf so ziemlich alles verzichten, außer einer Sammelunterkunft mit Einheitsbrei und natürlich deinen täglichen Weg zur Arbeit. Das wird ja wohl noch drin sein, oder? Na gut, weiter. Überverbrauch der wenigen.
Die Klimafrage ist eine globale und internationale Gerechtigkeitsfrage. Während der Durchschnittskonsum einer Inderin problemlos auf 8 Milliarden Menschen globalisierbar wäre, würde dies im Falle einer durchschnittlichen Deutschen oder Österreicherin mehrere Planeten Erde erfordern. Nur eine wohlhabende Minderheit lebt stark über ihre ökologischen Verhältnisse und entgegen aller Effizienz-, Verzichts- und Reduktionsrhetorik feiert der Luxuskonsum fröhlichen Urständ. Die Zahl der Privatflüge legte im Vorjahr in Deutschland um 10% zu. Rolls-Royce steigerte seinen globalen Absatz um 8%. Die neue Privatjacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos kostete eine halbe Milliarde US-Dollar. Und der Jet von Sängerin Taylor Swift emittierte in nur 7 Monaten 8.300 Tonnen CO2. Aufs Jahr gerechnet ist das 4.700-fache des Shell-Huberschen Pro-Kopf-Budgets. Okay, was die 10% mehr Privatflüge in Deutschland angeht, ist es mir jetzt nicht ganz klar, ob die damit Privatjets meinen oder ganz normale Linienflüge. Wenn es Linienflüge sind, kann es daran liegen, dass wir vor 2 Jahren etwas hatten, was uns in unserer Mobilität sehr eingeschränkt hatte. Es ist vollkommen egal, wie teuer die Yacht von Jeff Bezos ist im ersten Schritt, denn der Preis macht nicht unbedingt den Verbrauch. So, dann haben wir Taylor Swift. Sie emittierte in nur 7 Monaten 8.300 Tonnen CO2. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock in dieser Legislaturperiode bis Januar 2023 einen Ausstoß von 5.000 Tonnen verursacht hat. Nun ja, es ist eine längere Zeitperiode, das stimmt. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass Taylor Swift in dieser Zeit mit diesem CO2-Verbrauch mehr Menschen glücklich gemacht hat als unsere Außenministerin. Oder was meinst du? Schreib es in die Kommentare. Ein zweiter ökologischer Preis. Die Umsetzung der Schellenhuberschen Idee könnte zum Beispiel so funktionieren. Alle Menschen erhalten ein Umweltkonto, auf das jährlich das individuelle Budget aufgebucht wird. Bei jedem klimarelevanten Konsum wird nicht nur der finanzielle, sondern auch ein zweiter Preis, der ökologische, abgebucht. Letzterer müsste für relevante Produkte berechnet und ausgewiesen werden. Da haben wir schon den gläsernen Burger. Denn alles, was du kaufst, wird erfasst. Und wer definiert denn, was jetzt CO2-relevant ist und was nicht? Es wird eine ganze Menge sein, wenn nicht sogar alles. Um nichts zu verpassen, wird natürlich vorsorglich alles erfasst und mit deinem Konto abgeglichen. Es wird mit deinem Klimakonto abgeglichen und natürlich zufällig auch mit deinem Bankkonto, denn man will ja sicherstellen, dass du auch das Geld, was du für den Konsum ausgibst, rechtmäßig erworben und versteuert hast. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe das so. In einer solchen Welt möchte ich auf gar keinen Fall leben. Das ist Kontrolle. Kontrolle führt zu Unterdrückung. Das ist der Verlust meiner Freiheiten als Bürger. Das will ich nicht. Aber weiter im Text. Im Sinne eines planbaren Übergangs könnten im Jahr 1 Yachten und Privatjets ökopreispflichtig sein. Im Jahr 2 auch Flugreisen und SUVs. Danach Tankfüllungen und Stromrechnungen und so weiter. Hier wären wir wieder bei und so weiter, nämlich wer definiert, was CO2-relevant ist und was nicht CO2-relevant ist. Weder muss jedoch die Nachhaltigkeitstransparenz jeden Groschenkonsum erfassen, noch wird dadurch das Bargeld in Frage gestellt. Eine einfache Lösung wäre, dass relevante Umweltverbräuche nicht mehr bar bezahlt werden können. Wer definiert das? Die widersprechen sich in diesem Absatz ja eigentlich schon fast selbst. Groschenkonsum soll nicht erfasst werden, aber es wird definiert, was relevante Umweltverbräuche sind. Wie granular das gemacht wird, da habe ich schon eine dunkle Vorahnung, wenn ich mir ansehe, was unsere Ampelregierung alles so aktuell produziert. Und das nächste ist ja diese typische Salamitaktik, wie es eingeführt wird. Im ersten Jahr betrifft es wirklich nur die Yachten und Privatjets. Also nicht mich, den normalen Bürger. Es betrifft nur die super mega Reichen. So ist die Eintrittsschwelle niedriger und die Akzeptanz beim Bürger gegeben. Denn im ersten Step betrifft es ja wirklich nur die Megareichen mit all ihren Yachten und Privatjets, nicht mich, den Bürger. So
bin ich dafür, denn ich wollte ja schon immer, dass die Reichen nicht mehr das machen können, was sie wollen. Das finde ich ganz schlimm. Aber so kriegt man diese Gesetzesvorhaben durchgepeitscht. Als nächstes kommen dann die Flugreisen und SUVs. Das betrifft dann ja schon langsam die normalen Bürger im Schwerpunkt, aber auch viele von den grünen Wählern. Da wird es langsam anfangen zu rumoren. Aber danach kommen die Tankfüllungen und die Stromrechnung. Das ist dann eine massive Einschränkung des Individualverkehrs. Und das Letztere im Zusammenspiel mit der Wärmepumpenpflicht ist ein Verbot deiner und meiner Wohlfühltemperatur über das CO2-Budget. Und als nächstes, da bin ich mir sicher, wird auch der Strom aus der heimischen Solaranlage in dieses CO2-Budget mit einfließen. Denn es kann ja nicht sein, dass Menschen, die sich eine eigene Solaranlage leisten können, über dem Verhältnis der anderen leben. Denn wir sollen doch alle gleich sein, oder? Wenn dir das Video gefällt, dann solltest du den Kanal jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich danke dir. Jetzt geht's weiter. Ökodiktatur. Der Vorschlag ist genuin liberal. Also mit dieser Überschrift haben sie mich natürlich vollkommen überzeugt. Bevor reflexhaft das Argument der Ökodiktatur bemüht wird, dieser Vorschlag ist genuin liberal, weil alle Menschen, egal wo sie leben und welche Präferenzen sie haben, dieselbe Grundausstattung erhalten. Ja genau, also dieser Vorschlag und dieser Artikel strotzen geradezu von einer freiheitlichen Grundeinstellung. Was denkst du darüber? Lass uns eine gepflegte Unterhaltung in den Kommentaren führen. Denn vielleicht habe ich ja nicht alles bedacht, mit Sicherheit habe ich nicht alles bedacht. Also schreib mir doch bitte gepflegt deine Meinung. Aber jetzt solltest du unbedingt dieses Video ansehen. Wenn du dabei nichts lernst, dann wirst du zumindest sehr gut unterhalten. Bis gleich, wir sehen uns drüben.